Bildung entsteht nur über Meinungsfreiheit. Es identifiziert sich einfach jeder in diesem Verein mit diesen Werten. Wenn ich denen einen Teil Liebe zeige, dann kann die Welt ganz anders ausschauen. Herzlich willkommen zu unserem Talk über das Thema Meinungsfreiheit. Ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Eintracht Frankfurt und generell in der Gesellschaft. Ich freue mich auf euch, liebe Eintracht-Fans, die zusehen, und ich freue mich auf drei tolle Gäste bei unserem Talk-Panel. Zum einen, wir beginnen mit der Dame Verena Aschauer, unsere Verteidigerin der Frauenmannschaft und des österreichischen Nationalteams. Grüß dich, Verena. Hallo, hi. Wo wir schon bei Verteidigern sind, wobei er ist ja universell tätig, auch im Mittelfeld, unsere Nummer 3, Stefan Ilsanker, ebenso österreichischer Nationalspieler und Eintrachtler. Grüß dich, Stefan. Hallo, servus. Und last but not least, unser Vereinspräsident, Peter Fischer, der am Riederwald zugeschaltet ist. Grüß dich, Peter, hallo. Hallo, guten Tag in die Runde. Peter, du bist, wir haben auch gerade festgestellt, in der Unterzahl 3 Österreicher und unser Präsident gemeinsam. Coole Runde eigentlich, gell? Sehr coole Runde. Aber ich habe gemerkt, ihr habt mich als Minderheit anerkannt. Bedanke mich sehr. Ja, so ist Eintracht Frankfurt. Du lebst das ja vor immer. Ganz genau. Wir haben aktuell, und das ist ja auch eine Zahl, könnt ihr als Österreicher auch nicht aus der Hüfte beantworten. Wir haben immer so rund 100 Nationalitäten bei unseren Mitgliedern. Das schwankt immer mal so zwischen 98 und 105. Aber 100 verschiedene Nationalitäten. Daran sieht man mal, wie bunt dieser Verein ist. Geil. Starke Zahl, auf jeden Fall. Passt auch zu Frankfurt ganz gut, zur Internationalität. Ihr Lieben, es geht um die Woche der Meinungsfreiheit. Wir befinden uns mitten in dieser Woche, die findet vom 3. bis zum 10. Mai noch statt. Und dabei wird die Bedeutung der Meinungsfreiheit und lebendiger Debatten für eine freie und demokratische Gesellschaft in den öffentlichen Fokus gestellt. Und Peter, unsere Eintracht ist Partner dieser Woche und wir als Verein setzen uns intensiv mit diesem Thema auseinander. Meine erste Frage an dich: Beschreib mal, warum nimmt unsere Eintracht daran teil an dieser Woche als Partner? Also Nummer 1 ist ja so, dass diese Eintracht sich erstmal im Vergleich mit nicht nur Bundesligisten, sondern mit anderen Vereinen oder Organisationen sowieso schon immer stark über ihre Werte definiert hat. Das muss ich in der Runde hier gar nicht sagen, weil wir ja wieder in der Familienrunde sind. Ob das über Rassismus geht oder ob das über Homophobie ist oder ob das Antisemitismus ist. Nein, wir sind immer der Verein, der eine Willkommenskultur hat. Und zwar nicht nur nach Österreich, sondern wir immer dafür gestanden haben, dass jeder mit jeder Religion, mit jeder Hautfarbe, ob er besser oder schlechter Ski laufen kann, ganz egal, bei uns willkommen ist. Und innerhalb unseres Wertekonzeptes ist es natürlich selbstverständlich, dass ein wichtiges Gut, und das ist, ich sage immer, die Bausteine der Demokratie beginnen mit Meinungsfreiheit. Sie beginnen mit unterschiedlichen Meinungen, sie beginnen mit einer Streitkultur, sich auszutauschen über bestimmte Dinge, daraus auch zu lernen, sich weiterzubilden. Bildung entsteht nur über Meinungsfreiheit. Das geht im Kindergarten los mit Förmchen und Schippchen und geht dann in der 2. oder 3. Klasse los, bis der Erste sagt: Frau Lehrerin, das sehe ich aber ganz anders oder das finde ich nicht gut. Und es geht damit los, wenn die Kinder im Schulhof sagen: Also ich finde Bayern München besser wie Eintracht Frankfurt. Das ist ja auch Meinungsfreiheit. Wenn dann die Eintrachtler aber kommen und sagen: Du Blödmann, nein, unser Club ist viel cooler. Also auf allen Ebenen. Und deshalb ist es ein wichtiger Bestandteil. Wir müssen aber, da werden wir später Zeit auch haben, wir müssen natürlich auch klar machen, wo Meinungsfreiheit aufhört. Das, was wir jetzt erleben, was aus der rechtsradikalen Seite herkommt, was wir dort alles erleben, das ist keine Frage von Meinung, sondern das ist eine Frage von Hass. Da müssen unsere Meinungen stark sein und da müssen wir solidarisch zusammenstehen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir haben auch einen Clip zu diesem Thema gemacht in dieser Woche. Stefan, du warst einer der Protagonisten davon, gemeinsam auch mit Verenas Kollegin Merle Froms. Auch Andi Möller war dabei, unser Leiter des Leistungszentrums, und auch Timothy Chandler. Ilse, diese Grenze zwischen eben Meinungsfreiheit und Hass, ihr habt das anhand von Beispielkommentaren aufgezeigt. Beschreib mal, wie war das? Ja, es ist uns Spielern natürlich auch ganz wichtig, dass sich die Fans mit
den Vereinen identifizieren und mitfiebern. Dementsprechend mag man natürlich die Spieler der anderen Vereine nicht so gern. Hin und wieder mag man die Spieler des eigenen Vereins nicht so gern. Und eine gewisse Kritik ist natürlich bei jedem von uns gebracht. Aber da gibt es eine ganz klare Linie zwischen Kritik, zwischen sich mal Luft machen und die Spieler zu beleidigen, zu diskriminieren, zu deformieren. Und deswegen haben wir diese Clips dann auch gemacht. Es ist kein schmaler Grat, sondern es ist eine ganz klare Grenze, die teilweise überschritten wird und die uns auch wehtut. Sag mal ein Beispiel. Du hast ja auch ein Beispiel in diesem Clip, der wird heute auch veröffentlicht auf unseren Social-Media-Kanälen. Was ist Meinungsfreiheit? Wie du sagst, Kritik ist vollkommen berechtigt. Man wird niemandem den Mund verbieten. Darum geht's ja auch, das aufzuzeigen in dieser Woche der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass man die Meinung, die persönliche Meinung auch kundtut, aber irgendwo wird auch eine Grenze überschritten. Gib mal ein Beispiel dafür auch. Auch vielleicht, was du selbst auch erlebt hast. Ein Beispiel, also ich denke, man kann auch durchaus kritisch und auch härter seine Meinung vertreten, indem man halt sagt, das, was ihr heute gespielt habt, war absoluter Schwachsinn, ihr seid nichts gelaufen, ihr habt gewirkt, als hättet ihr keinen Bock. Das ist ja alles noch im Rahmen. Aber wenn jemand persönlich wird und schreibt, wenn du nochmal so spielst, hacke ich dir die Füße ab oder wieso spielst du überhaupt, verpiss dich zurück nach Österreich, das ist ganz klar unter der Gürtellinie und nicht mehr tragbar. Verena, hast du auch schon Erfahrungen gemacht mit abfälligen Hasskommentaren in deine Richtung oder auch in Richtung von Teamkolleginnen? Also ich persönlich hatte jetzt so eine Erfahrung zum Glück noch nicht. Das Einzige, was man, seitdem ich eigentlich Fußball spiele, was man da für Kommentare bekommt, dass man ein Mannsweib ist oder warum Frauen überhaupt Fußball spielen. Also diese Vorurteile, mit denen leben wir eigentlich täglich. Aber so einen richtigen Hasskommentar habe ich persönlich noch nicht mitbekommen. Aber diese Vorurteile meiner Meinung nach sind schon schlimm genug. Vor allem die jungen Mädchen, die das dann vielleicht auch lesen, dann wundert es mich auch nicht, dass viele sich da nicht trauen, Fußball zu spielen. Also da finde ich, gibt's auch Grenzen. Und wenn jemand seinen Senf dazugeben will nach einem Spiel, das man vielleicht verkackt hat, dann ist das ja auch voll okay. Aber wenn ich dann Kommentare schreibe wie, warum spielt ihr überhaupt? Sowas kann man sich doch nicht anschauen. Geht's zurück in die Küche? Ja, das geht meiner Meinung nach viel, viel zu weit. Peter, was kann man tun, auch als Verein vielleicht, um dem entgegenzuwirken? So einem Trend, der, ich glaube, durch die sozialen Netzwerke ja noch verstärkt wurde. Also diese sozialen Medien bilden natürlich für Leute auch in der Anonymität ein Ventil, um sich wirklich in einer katastrophalen Art und Weise eben zu verhalten. Was man dagegen, du wirst das nie ganz wegbekommen. Wir werden immer stärker werden, dass wir die Leute identifizieren können. Es gibt die erste Organisation, die hinter die anonymen Nachrichten kommt, über die Telefonnummern ohne Anruf, über die E-Mails, die über Tausende von IP-Adressen gehen. Das heißt, dort hinterzukommen, weil wie viel wollten mich schon ermorden? Also meine Partnerin und meine Kinder, ja, für dich bauen wir wieder in den KZ die Öfen auf, um euch reinzuschieben, ja. Und du kriegst keine deutsche Frau, sondern nur eine Kanakenfrau. Und aus der machen wir dann Schaschlik. Also da gibt es ja ganz, ganz böse Dinge. Wir wissen, wo dein Sohn zur Schule geht und all dieser Kram. Und im Herbst wird es wieder dunkel. Wir werden natürlich, und das ist verbrecherisch, und das ist strafrechtlich relevant,
Wir werden irgendwann hinter diese vollkommen gescheiterten Persönlichkeiten kommen. Aber wir müssen, und das halte ich für ganz wichtig, Bartosz, nochmal, man muss ganz früh in Bildung, in der Schule anfangen und auch im Kindergarten. Es gibt Streitkulturen, die sind total in Ordnung. Ja, also ob sich die Kinder dann, ich bekomme das mit, streiten, wenn sie Marvel gucken, was für ein Star größer ist und stärker ist und wer gewinnt oder nicht. All diese Dinge sind wunderbar. Da lernen sie daraus. Aber wir müssen anfangen, und das tun wir ja auch in unserem Verein. Wir haben ganz viele Kinder in 51 Sportarten. Wir versuchen ja pädagogisch auch mit ihnen umzugehen und ihnen was mitzubringen. Also was Rassismus angeht und was Meinungsfreiheit angeht. Du musst ganz früh anfangen. Die Chance sind unsere Kinder. Die Chance ist die Jugend. Ihnen klarzumachen, wo Grenzen sind. Ihnen klarzumachen, jawohl, andere Meinung, jawohl, streiten. Das ist Demokratie. Da sind wir in Österreich wie in Deutschland stolz drauf. Wir können stolz auf das Gutsein dieser Meinungsfreiheit. Aber zwischen Meinungsfreiheit und Hass und Diskriminierung und Diskreditierung gibt es eine ganz klippe und klare Kante. Und da müssen wir alle, und das lernen wir in diesem Verein und gehen immer wieder weiter. Und ich versuche das, soweit ich kann, natürlich auch vorzuleben und immer auf Tausenden von Veranstaltungen weiterzugeben, auch in Streitkultur weiterzugeben. Und deshalb bin ich stolz, in einem Verein zu sein, wo das gelebt wird, wo das einfach ein Teil unserer Kultur ist. Und die DNA dieser Eintracht Frankfurt und dieses Verein ist es eben, in den Werten eindeutig und klar zu sein und sie weiterzugeben. Und wenn alle so funktionieren würden in Deutschland, dann wären wir auf einem guten Weg. Es ist eigentlich unglaublich, in wie vielen Ländern wir Fans haben, in wie vielen verschiedenen Kulturen wir deswegen so gut ankommen, weil wir so offen sind, weil wir gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, allgemein für Offenheit, für persönliche Freiheit stehen. Und ich glaube, es identifiziert sich einfach jeder in diesem Verein mit diesen Werten. Und dementsprechend haben wir einfach auch unglaublich coole Fans, weil die das dann genauso leben wie der Verein selbst auch. Ihr pflegt ja auch beide den Kontakt auch zu den Fans. Das ist euch ja auch wichtig, das sieht man ja auch auf Instagram, ja. Wie wichtig ist für euch auch das Thema Meinungsfreiheit? Also für mich persönlich fängt Meinungsfreiheit erstmal damit an, dass man seine eigene Meinung preisgibt, und die kann man meiner Meinung nach nur preisgeben, wenn man sich nicht anonymisiert. Und gerade über soziale Medien ist es schwer zu erkennen, wer einem wirklich schreibt, wer was postet. Und wenn mir in einer persönlichen Nachricht Babo 123 interessiert mich das nicht, weil ich keinen Bezugspunkt finden kann zu dieser Person und weil ich nicht weiß, wer dahinter steckt. Und von dem her fängt es erstmal damit an, dass man sich auch traut, wenn man seine freie Meinung preisgibt, unter seiner, unter seiner wirklichen Identität das zu machen und nicht unter irgendeinem Synonym. Und ich habe mir die letzten Jahre viel Mühe gegeben, auf sozialen Medien Nachrichten zu beantworten, in Kontakt zu treten, auch mit Fans, durchaus kritische Nachrichten aufgenommen und in einen schönen Dialog, in eine schöne Diskussion gekommen und dadurch auch, denke ich, vielen Leuten eine Freude gemacht, damit sie auch die Sicht der Spieler verstehen zu gewissen Punkten und meine persönliche Sicht auch zu sehen. Und mir hat es natürlich Spaß gemacht, so viele verschiedene Meinungen von Fans kennenzulernen. Aber jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit habe ich mich immer mehr zurückgezogen aus den sozialen Medien, weil es einfach gefühlt immer mehr Hass wird, immer mehr aus einer sicheren Anonymität raus, und
damit kann ich mich nicht mehr identifizieren und deswegen bin ich auch seit Monaten jetzt nicht mehr aktiv. Wie ist es bei dir, Verena? Bei mir ist es so, also ich spreche jetzt mal von mir persönlich, viele junge Fans, also viele Mädels, die da auch sehr engagiert sind, die viele Videos machen oder uns Fotoalben zuschicken. Und das ist die schöne Seite, finde ich, Fans zu haben. Aber teilweise hat man dann schon auch in seinem Postfach Nachrichten, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann. Und am liebsten würde man auch ein bisschen schärfer zurückschreiben, aber ich bin dann eher die Person, die sich dann denkt, nein, Verena, ignoriere das, gib dem gar keine Chance, wer weiß, was dann zurückkommt, und da halte ich mich von dem einfach fern und das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Ich halte mich dann eher an die guten Seiten fest, eben, dass es auch Personen gibt, die es wirklich ernst meinen. Ich glaube, bei uns im Frauenfußball liegt es vielleicht auch daran, dass wir jetzt nicht so den Fokus in der Öffentlichkeit haben, wie jetzt die Männer zum Beispiel. Und ja, also ich persönlich bin eher dankbar für so Fans, die man hat, die wirklich ehrlich sind. Und die anderen Fans, die ignoriere ich dann, da ziehe ich mich auch zurück. Da bin ich total auf der Seite vom Ilse. Mit denen will man eigentlich einfach nichts zu tun haben und die sollen dann machen, was sie wollen, aber die kriegen auch keine Aufmerksamkeit. Stefan, du hast vor einiger Zeit auch einen Kommentar oder mehrere Kommentare auch publik gemacht, die dich erreicht haben. Das ist auch schon etwas länger her jetzt, aber wo du auch mal aufgezeigt hast, okay, als Profifußballer oder Fußballerin in Verenas Fall hat man auch wirklich mit Hassbotschaften auch zu kämpfen. Warum hast du dich für diesen Schritt damals entschieden, um das öffentlich mal aufzuzeigen auch? Ja, weil die Leute das, glaube ich, nicht verstehen, dass man nicht nur Kritik ausgesetzt ist, die durchaus absolut verständlich ist. Wenn man Scheiße spielt, dann verstehe ich das. Da bin ich der Letzte, der sich aus der Pflicht nimmt, sondern der Kritik muss man sich einfach stellen als Profisportler und als Person des öffentlichen Lebens. Und damit habe ich ja überhaupt kein Problem und das spornt natürlich auch an, dann wieder an die Grenzen zu gehen und wieder geilen Fußball zu spielen. Und das sind unsere Fans und so kenne ich auch unsere Fans. Aber es gibt auch viele Leute, die dich einfach nur beleidigen wollen. Das sind keine Fans, ich weiß nicht mal, ob das Eintracht-Mitglieder sind. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das sind nicht unsere Werte, nicht die Werte des Vereins. Das sind anonyme Personen und diese wollen dich einfach nur beleidigen, wollen dir schaden und dafür habe ich einfach kein Verständnis und ich wollte das einfach mal nach außen tragen, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass es Massen an solchen Nachrichten gibt, nicht nur für mich, nicht nur für meine Mitspieler, sondern für allgemein die Personen im öffentlichen Leben, ob das jetzt Schauspieler sind, ob das Sänger sind, ob das andere Sportler sind. Und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis und sowas sollte man einfach einen Riegel vorschieben können. Vor allem auch nach dem Thema, was wir vor Jahren auch hatten, nach Robert Enke, wo dann eine Welle der Solidarität war und wo man gesehen hat, okay, es führt teilweise auch wirklich zu Depressionen bei Personen des öffentlichen Lebens, womit sie ständig konfrontiert sind, auch wie du sagst, diese Masse an Hasskommentaren. Beschreib mal aus deiner Sicht, was verursacht das im Kopf sowas, wenn einem sowas um die Ohren fliegt ständig? Ich muss sagen, dass ich grundsätzlich, denke ich, sehr starke Persönlichkeit bin. Aber ich habe jetzt über 12, 13 Profijahre schon so einiges gehört und natürlich auch mal schlechtere Phasen gehabt, wo es mir persönlich nicht so gut ging, wo ich familiär vielleicht auch
schlechte Nachrichten bekommen hat oder was auch immer. Und wenn dazu noch Androhungen kommen und Beschimpfungen kommen von irgendwelchen Personen, denen du nie was zuleide getan hast, die du noch nie gesehen hast, dann tut es natürlich weh und es zieht einen noch mehr nach unten. Und man will dann die ganzen schönen Seiten von Social Media, das Teilen mit den Fans, die positiven Nachrichten, die Kritik auch, wie ich vorher schon gesagt habe, die gerechtfertigt ist. Der Austausch, der macht dann einfach keinen Spaß mehr, wenn man 5 gut gemeinte, schöne Nachrichten bekommt, mal Autogrammkartenanfrage, was weiß ich, und dann wieder eine Hassnachricht von irgendwem. Und dann sieht man die schönen Seiten, die anderen 5 Nachrichten einfach gar nicht mehr so bewusst. Peter, du stehst ja stets für einen fairen Dialog ein. Das ist dir sehr, sehr wichtig. Das betonst du auch. Mit welchen Mitteln kann wirklich Hass und Diffamierung generell in der Gesellschaft reduziert werden? Was kann man dagegen tun? Also das Erste, was ich ja vorher schon mal gesagt habe, weil wir alle in diesem Verein und wie ihr das jetzt auch sagt und was ich dazu sage, wir sind ja nicht die Weltveränderer, wir sind ja ein ganz mini kleines Mosaikstein. Wichtig ist, es fängt immer mit Bildung an. Es fängt immer mit Bildung und Aufklärung an. Es fängt immer mit unseren Kindern, mit unseren Kids an. Es kommt niemand als Rassist auf die Welt. Niemand. Es kommt auch niemand auf die Welt als Kind. Und wenn es das erste Mal Kindern angeht und ist voll mit Hass und mit Diskriminierung und Diskreditierung und Ablehnung, sondern es wird letztendlich in einem bestimmten sozialen Umfeld, wo oft natürlich die Eltern eine Rolle spielen und das Umfeld, wird es geprägt und kommt dann letztendlich zu so einer Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist wichtig Bildung, 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 um klarzumachen, was es bedeutet, um zu lernen, damit umzugehen, mit der Humanität, mit dem Menschen, mit dem Nebeneinander. Ihr Lieben, dann zum Schluss noch, was würdet ihr euch wünschen bei diesem Thema für die Zukunft? Ilse, vielleicht starten wir mit dir. In puncto Meinungsfreiheit versus Hass, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Das ist ganz einfach. Für mich ist das ganz einfach. Wie will ich, dass mit mir umgegangen wird, so gehe ich auch mit anderen um. Wenn ich irgendwen auf der Straße sehe, werde ich den nicht beleidigen. Und ich bin auf der Straße noch nie beleidigt worden. Es ist halt wirklich immer nur diese Anonymität, die die Leute stark macht und einen Schutz gibt, den sie aber eigentlich nicht verdient haben, wenn sie andere Leute beleidigen. Also ganz einfach, ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werde. Punkt aus. Mit dem nötigen Respekt. Und dann findet man immer eine Diskussionsbasis. Auch wenn man sich nicht einig ist in einem Thema, aber man hat eine Basis, diese Diskussion überhaupt zu führen. Und alles Weitere macht einfach keinen Sinn. Also ich finde das ein sehr guter Satz und bei dem Satz stehe ich auch voll dahinter. Und ich finde auch, dass Liebe so ein großer und wichtiger Teil ist. Jeder weiß, der schon mal geliebt hat, wie es sich anfühlt. Und wenn ich meine Mitmenschen, eben, da kommen wir wieder zum Thema Nächstenliebe, wenn ich die so behandle und mit denen umgehe, so wie ich das auch gern hätte, dass die mit mir umgehen, wenn ich denen ein Teil Liebe zeige, dann kann die Welt ganz anders ausschauen. Und ich denke, da muss sich jeder davon eine Schippe abschneiden, weil es könnte eigentlich so einfach sein, aber es ist so vieles so falsch und ich sehe da eigentlich gar keinen Grund dafür. Deswegen würde ich mir das einfach wünschen, dass einfach mehr Liebe herrscht. Also kann man stolz drauf sein, dass man natürlich solche Sportlerinnen und Sportler hat, die so klar sind und auch wieder klaren Kant haben. Und gerade auch Verena, die ja auch relativ neu in unserem Verein ist durch diese Fusion, ja.
hoffe, dass wir uns da letztendlich auch ein Stück weit näher begegnen. Und zwar nicht nur in Köln beim Pokal-Endspiel, sondern halt auch am Riederwald oder am Brentano-Bad. Da würde ich mich freuen. Ilse, für dich vielleicht noch eins, was mir ganz wichtig ist. Das erstmal danke, klare Kante, klare Worte. So bist du. So bist du auf dem Platz. Bist du für klare Verhältnisse, genauso wie in deiner Meinung. Toll. Aber nochmal, in der Anonymität steht keine Stärke. Sondern die Anonymität bedeutet, da bist du auf dem schwächsten Punkt der Gesellschaft. Du bist der Feigling, der Versteckende, der Mutlose, der nur in der Anonymität in irgendeiner Form agieren kann, der überhaupt keine Bewunderer hat, keine Fans hat, keine, die mit ihm gehen und die Meinung tragen. Also die Anonymität ist das Verstecken von der größten Schwäche, die ein Mensch hat. Schwächer kann man nicht sein. Und deshalb werden wir auch gegen Anonymitäten arbeiten. Also ich hoffe vor allen Dingen natürlich für alle Menschen, aber auch für meine und unsere wunderbaren Sportlerinnen und Sportler, dass sie wirklich nicht so oft bedroht werden mit unglaublichen Dingen, mit einem unglaublichen Hass, mit einer irren Diffamierung, mit einem Blödsinn, mit so einem in sich gewachsenen, wirklich Wulst von Blödsinn und von irren Dingen, die man überhaupt als normaler Mensch ja gar nicht verstehen kann. Da fehlt einem ja die Denkstruktur. Wir lassen uns aber alle nicht beirren und ich finde es einfach auch gut, dass du hier eine tolle Frau hast und wir sind alle Österreicher außer mir, betone das nochmal, also wie europäisch wir uns auch hier darstellen, das tut einem gut. Da hast du eine Sportlerin, eine tolle, die jetzt aus ihrer Verletzung zurückgekommen ist, die mit breiten Schultern auch ganz klare Meinung hat. Da hast du einen Ilse, der ganz deutlich sagt, was einem wehtut, was man nicht will und für was man steht. Also hier werden die Werte wunderbar dargestellt und hier passen sie wunderbar zu unserem Verein, wo wir uns alle wohlfühlen. Und natürlich du als Moderator, als Chefösterreicher bei uns hier im Verein machst das auch gut. Und ich kenne ja, du bist ja ein Kind des Riederwald, kenne ja sehr wohl deine Werte und auch dein Engagement für all diese Dinge, für die wir stehen. Das ist natürlich eine Runde, in der ich mich besonders wohlfühle. Und hoffentlich nehmen wir in dieser Runde viele mit und sagen, genau das ist unser Weg, da wollen wir dazugehören. Genau da wollen wir dazugehören. Genau da sehen wir uns zu Hause. Hier sehen wir uns geliebt, hier sehen wir uns wohl, hier sehen wir uns mit klarem Menschenverstand. Ich hoffe auch mit solchen Dingen, die wir hier tun, nehmen wir Menschen für uns mit und schließen sie in dem Kreis von Hass und Diskriminierung aus. Danke euch. Vielen, vielen Dank, Peter. Schönes Schlusswort. Dankeschön an dich, Peter. Vielen Dank an dich, Verena, und an dich, Stefan. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke auch an euch, liebe Fans, die zugesehen haben bei unserem Meinungsfreiheitstalk. Und ja, dann verbleibt mir noch zu sagen, Verena, alles Gute für das Spiel gegen Potsdam. Dankeschön. Stefan, euch viel Erfolg gegen Mainz im Heimspiel. Wir drücken die Daumen. Euch auch, danke. Und Peter, wir sehen uns dann, genau, im Deutsche Bankpark beim Heimspiel gegen Mainz. Und auch in Köln beim Pokalendspiel, weil Verena, Pokalendspiele können wir irgendwie bei der Eintracht. Richtig. Ja. Genau. Ganz liebe Grüße an euch, vielen lieben Dank und ein schönes Restwochenende noch. Danke sehr. Macht's gut. Ciao. Ciao.